Ja, kuriose Quellen. Ich habe mit dem Titel ein bisschen gehadert und versuche das in der Einleitung ein bisschen zu erklären. Denn ich würde fragen, also mit diesem Zitat von Johann Peter Frank kann es wohl einen größeren Widerspruch geben als eine Spitalkrankheit, ein Übel, welches man erst dort bekommt, wo man sein eigenes loszuwerden gedenkt. Sage und schreibe um die Jahrhundertwende zu 1800. Ich würde eigentlich den Punkt machen wollen, dass jede nosokomiale Infektion als kurios und als eigentlich sollte eigentlich nicht existieren und sollte als kurios wahrgenommen werden. Ist es überhaupt relevant, so viele Jahrhunderte nach Johann Peter Frank? Wir haben das mal in einem europäischen Bördenprojekt uns angeguckt. 33.000 Todesfälle hatten wir da geschätzt für die Escape-Pathogene. 75% zurückzuführen auf Healthcare-Associated Infections. Und wir sehen eben vom Burden her, von der Krankheitslast, kann man sich vorstellen, wenn 75% davon weg wären, dann wäre eben Antibiotikaresistenz nach dieser Rechnung eben doch vergleichbar von seiner Krankheitslast, könnte sein, wenn alle nosokomialen Infektionen vermieden werden könnten, könnte vergleichbar sein mit dem Burden von HIV und AIDS. Am Ende des Tages kommt aber immer ein Flugzeug auf diese Slides rauf und suggeriert, das Ganze wäre von außen und würde irgendwo importiert werden. Ich würde auch den Punkt machen wollen, dass ein großer Teil eben, wie wir in dieser Arbeit darlegen konnten, eben Healthcare Associated ist und sich doch im Krankenhaus und in den Gesundheitseinrichtungen abspielt und dort auch viel vermieden werden kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jetzt, also wenn wir kuriose Übertragungswege uns angucken, dann denken wir sozusagen an so ein Reservoir, in dem sind Erreger und die kommen dann über einen Vektor zu einem empfänglichen Patienten und führen dann dort zu einer Infektion. Und bei dem Reservoir muss man sagen, das relevanteste Reservoir für Healthcare Associated Infections ist der Mensch und der relevanteste Vektor, das sind die Hände des behandelnden Personals. Aber man muss auch sagen, ein größerer Anteil von nosokomialen Infektionen ist eben endogener Natur. Also das heißt, das sind Erreger, mit denen der Patient schon ins Krankenhaus gekommen ist und dann durch seine Immunschwächung ist es erst zu einer Infektion gekommen. Wie groß der Anteil von diesen übertragenen Erregern ist und wie groß der Anteil der endogenen Infektionen ist, schwer zu schätzen. Die Schätzungen gehen zwischen eben 20% auf Übertragung zurückzuführen, auf deutlich über 50%. Am besten können wir, glaube ich, so das Spektrum von so kuriosen Übertragungswegen darstellen mit wenn wir uns unsere Surveillance-Daten angucken. Was haben wir an Übermittlungen von nosokomialen Ausbrüchen? Dafür haben wir eben bekommen wir Daten über Paragraph 6 Absatz 3 aus dem IFSG zu nosokomialen Ausbrüchen und bekommen die dann eben von den Gesundheitsämtern über die Landesstellen ans RKI übermittelt. Wie viele haben wir da von solchen Ausbruchsgeschehen, wo man sich die Übertragungswege angucken kann? Da sehen Sie, dass wir so mit 500 als höchstes in so einzelnen Quartalen gestartet sind, bis dann jetzt während Covid zu fast 2500 Ausbrüchen, die eben nach diesem Paragraphen übermittelt wurden. Wir hatten dann zwischenzeitlich auch noch deutlich mehr über andere Übermittlungswege erhalten. Also eine große Anzahl an Ausbrüchen, mit denen wir zu tun haben, die wir über die Surveillance übermittelt bekommen, wobei man sagen muss, dass eben hier ein Anteil dabei ist eben von viralen Übertragungen, also respiratorischen Übertragungen vor allem. Und dass wir da eben für Anhaltspunkte hier sehen, wenn wir es nach Erreger aufsplitten. Und wir sehen, dass die Fallzahlen halt jetzt auch während der Corona-Pandemie bei nosokomialen Ausbrüchen eben bis zu 25.000 im Quartal lagen. Dass, wenn wir jetzt uns hier nur das streng angucken nach Paragraph 6 Absatz 3, insgesamt gab es noch weit mehr Ausbruchsgeschehen und weit mehr Übertragungen im Gesundheitswesen und auch dadurch bedingt sehr hohe Todesfallzahlen.
Wir bieten eben an als RKI und können halt jederzeit auch dazugerufen werden zu nosokomialen Ausbrüchen. Niederschwellig werden wir häufig angerufen und direkt konsultiert. Wir können aber auch eben eingeladen werden, offiziell über die Landesstellen, und können dann für Gesundheitsämter, einzelne Gesundheitsämter oder Landesstellen Amtshilfe leisten und bei Ausbruchsuntersuchungen unterstützen. Das hier eben von 2012 bis 2022 so eine Auflistung von Ausbruchsgeschehen, größeren Ausbruchsgeschehen jetzt nur, bei denen wir dann unterstützt haben, mit einem breiten Keimspektrum, aber hier sieht man auch 2020, 2021 haben wir dann hauptsächlich eben uns auch mit SARS-CoV-2 beschäftigt. In den anderen Jahren waren es dann eben auch typische Erreger nosokomialer Infektionen und vornehmlich dann auch bakterielle Erreger, wo wir dazu gerufen wurden. Genau. Wir sehen halt dadurch aber auch hauptsächlich die schweren und die komplizierten Ausbruchsgeschehen, dass wir sozusagen am Ende der Fahnenstange stehen oder gesehen werden. Ich würde hier auch ermuntern wollen, uns früh anzurufen und früh zu involvieren. Dann ist die Ausbruchsbearbeitung nicht so mühsam. Ich würde aber als kurioses Beispiel einen Ausbruch herauspicken, den wir in den letzten Jahren bearbeitet haben, und zwar ein Ausbruch mit Burkholderia cepacia Komplex in kontaminierter Mundspüllösung. Haben wir in einem großen Team dran zusammengearbeitet, und hier würde ich Sie gerne einmal so durch den ganzen Ausbruch hindurchführen. Wir erhielten da am 12.09.2018 die Information zu dem nosokomialen Ausbruchsgeschehen. Da waren 2 Patienten im Saarland eben infiziert mit Burkholderia cepacia. Beide Patienten waren dann verstorben, und in der Krankenhausapotheke wurde der Erreger auch in Mundspüllösungsflaschen festgestellt. Wir haben uns dann natürlich angeguckt, Burkholderia, und damit hatten wir vorher nicht regelmäßig Kontakt. Diverse Gruppe, Gram-negativer, obligat aerober Stäbchen, bekannt eben als Erreger der ROTS, Burkholderia malei. Ansonsten Cepacia-Komplex, vorkommend in Boden und Wasser, ubiquitär und eben bei Patienten mit Immunschwäche oder Mukoviszidose auch bekannt als Krankheitserreger und mit einem relativ komplexen Genom. Wir haben schnell ein Ausbruchsteam formiert und geguckt, dass wir Ziele formulieren, die epidemiologische und mikrobiologische Beschreibung natürlich und schnelle Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchsgeschehens, denn es war zu vermuten, dass es eben nicht nur auf ein Krankenhaus begrenzt ist, das Geschehen. Als Falldefinition haben wir verwendet, dass eben eine Person, bei der Burkholderia cepacia Komplex nachgewiesen wurde und die eben mit einem wahrscheinlichen Zusammenhang zum Ausbruchsgeschehen war, zum Beispiel Exposition zu Mundspüllösung und mit einem mikrobiologisch gesicherten Zugehörigkeit zu den Ausbruchsclustern, und dann einen wahrscheinlichen Fall eben, bei denen wir keine Isolate hatten. Dann haben wir uns auf die Fallsuche gemacht. Das haben wir einerseits national gemacht. Da ist es eben sehr gut, dass wir diesen Paragraph 6.3 haben. Das bedeutet, wenn es in einer Klinik einen nosokomialen Ausbruch gibt und der die Falldefinition erfüllt, dann gehören alle anderen Fälle, die wahrscheinlich einen epidemiologischen Zusammenhang haben, aber in anderen Kliniken auftreten, automatisch dazu und sind eben auch meldepflichtig. Wir haben dann eine internationale Fallsuche angestrebt. Das ist auch was, wofür wir eben Kanäle haben mit einem Epidemic Intelligence Information System, die anderen Public Health Institute in Europa informiert und über das EWRS-System ebenfalls nochmal eine Nachricht gestreut. Und dann haben wir uns bemüht, die Isolate zusammenzusuchen, zu gucken, dass die ans NRZ zu Herrn Gattermann gingen oder zu uns ans RKI und haben nach geeigneten Isolaten eben auch uns auf die Suche gemacht aus Mundspüllösung selbst. Dann gab es eben Typisierungsunternehmungen, einmal klassische Verwandtschaftsanalyse mit PFGE und dann Whole Genome Sequencing, was wir dann am RKI auch durchgeführt haben. Eine Aufgabe war eben auch natürlich direkt dann Kontakt aufzunehmen mit dem Hersteller und mit den zuständigen Behörden. Und dabei zeigte sich,
Okay, es gab eine Kontamination bei der Herstellung. Es waren am 25.07.2018 waren eben 25.000 Flaschen, die möglicherweise zum Teil kontaminiert waren, ausgeliefert worden, zum Teil an Großhändler leider, wodurch dann sich die Spur leicht verliert. Dann gab es eine Untersuchung des Herstellers und es zeigte sich, dass eben in den Abfüllstürzen tatsächlich eben ein Burkholderia-Nachweis gelingen konnte. Und es gab eine mikrobiologische Nachprüfung, bei der auch weitere Flaschen eben direkt von den Rückstellproben identifiziert werden konnten. Deswegen erfolgte auch direkt, als man das festgestellt hatte, ein Rückruf für das Medizinprodukt am 9.8., also ungefähr einen Monat vor der Information am RKI. Aber am 21.09.2018 waren ungefähr noch 30% dieser 25.000 Flaschen im Verkehr oder waren zumindest noch nicht wieder zurück beim Hersteller. Insofern sahen wir weiter mussten wir weiter handeln und haben eben die Fälle, die wir gefunden haben, zusammengefügt. Hier insgesamt haben wir 36 Fälle aus 6 Krankenhäusern finden können. Nicht zu allen hatten wir Daten, aber von 34 Fällen hatten wir vorliegende Daten. 7 von denen waren insgesamt infiziert und 5 waren verstorben, wobei man in diesem Geschehen natürlich dadurch, dass es sich hauptsächlich um schwer kranke PatientInnen handelte, nicht klar sagen konnte, ob sie an der Infektion verstorben waren oder die Infektion nur noch eine weitere schwierige Begleiterscheinung ihres sowieso schwierigen Weges auf der Intensivstation war. Zu den Verwandtschaftsanalysen, hier jetzt nur die Darstellung der CG-MLST, also der Sequenzierung. Wir haben 42 Isolate insgesamt gehabt, die wir vergleichen konnten und konnten sehen, dass wir 2 deutlich voneinander abgrenzbare Cluster hatten. Im Cluster 1 dem waren 5 Krankenhäuser zuzuordnen und Isolate, die direkt aus der Herstellung waren. Und im Cluster 2 waren Isolate aus einer Mundspüllösung aus einem Krankenhaus und weitere Fälle aus diesem einen Krankenhaus. Und was wir auch gut zeigen konnten, die mikrobiologischen KollegInnen, dass eben die anderen Isolate, die Referenzisolate und die eben ohne epidemiologischen Link, dass diese nicht zu den Clustern zugehörig waren. Was sich eben zeigte, wenn man das dann zuwies, Cluster 1 war eigentlich Burkholderia arboris und Cluster 2 Burkholderia cepacia. Also hier wichtig nochmal, bei solchen Kontaminationen von Produkten kann es durchaus vorkommen, dass man es mit unterschiedlichen Spezies in ein und demselben Ausbruch, mit ein und demselben epidemiologischen Link und mit dem gleichen Übertragungsweg zu tun hat. Also das als Appell, dass die Falldefinition weit genug gewählt wird und wir eben uns dem nicht verschließen, dass auch unterschiedliche Erreger bei solchen Mischkontaminationen tatsächlich auf eine Quelle zurückzuführen sein können. Wie sieht es aus, wenn wir uns das in der epidemischen Kurve angucken? Die 34 Fälle, von denen wir die Informationen hatten, dann sehen wir, dass ein Teil der Fälle bereits im März aufgetreten war, also weit vor der Auslieferung der kontaminierten Octinidol-Charge. Und die 3 Isolate aus Mundspüllösungen und und dann hatten wir die Kontaminationen in den Octinidol-Flaschen noch. Und das führte natürlich dazu, dass man nochmal umdenken musste und überlegen musste, wann eigentlich die Kontamination stattgefunden hatte. Das würde ich hier kurz zeigen, wie sich das dann entwickelt hat. Also wir hatten diese Erstmeldung am 12.09. im Zeitstrahl. Dann haben wir das BMG informiert, das BVL, das BfArM, haben dann eine Surveillance etablieren können. Am 18.09. hatten das kommuniziert an die Bundesländer, im Deutschen Ärzteblatt, im EpiBull publiziert. Dann am 18.10. gab es von Kollegen aus dem Saarland dazu die erste wissenschaftliche Arbeit, die ersten Fälle eben entdeckt hatten in ihrer Klinik.
Und dann haben wir dann haben wir die Information gekriegt, dass es eben im März tatsächlich erste Fälle gab. Daraufhin haben wir dann das besprochen mit der Herstellerfirma und auch mit dem BfArM natürlich direkt. Und das führte dann, als wir die Gesamtergebnisse zur Verfügung hatten, auch zu einem Rückruf aller restlichen Chargenbestände, worauf dann der Hersteller umgehend reagiert hat. Insofern, genau, und dann am Ende gab es einen Abschlussbericht. Was besonders ist an diesem nosokomialen Geschehen ist, dass wir, Entschuldigung, hier wollte ich zuerst die Schlussfolgerung präsentieren. Also wir hatten 36 Fälle aus 5 Bundesländern und 6 Krankenhäusern. Im Zweifel waren es deutlich mehr. Das waren die Fälle, die wir eben identifizieren konnten. Der epidemiologische und mikrobiologische Link, der war klar. Es gab wahrscheinlich eben diese Mischkontamination mit diesen 2 Clustern, die wir gesehen haben. Und die Verunreinigung war eben auf den Herstellungsprozess zurückzuführen. Und wir konnten eben zeigen, es war sehr naheliegend, dass nicht nur die zunächst zurückgerufene Charge betroffen war. Also wir konnten eben das Expositionsrisiko für PatientInnen reduzieren durch eben Informationen der Fachöffentlichkeit und dadurch, dass dann die Produkte vollständig zurückgerufen wurden im Verlauf. Was daran besonders ist, an diesem nosokomialen Ausbruchsgeschehen ist, dass die Indikation für die Mundspüllösung eigentlich die Prävention nosokomialer Infektionen ist. Ja? Der Einsatz wird von der KRINKO empfohlen zur Prävention von der beatmungsassoziierten Pneumonie. Und insofern wird sie dann eingesetzt, insofern natürlich besonders betrüblich. Also die Kommission empfiehlt eine regelmäßige Mundpflege mit antiseptischen Substanzen und ausgerechnet dieser Substanz ist dann eine Kontamination, die zur Infektion führt. Ja? Das ist tatsächlich das besonders Bedrückende an diesem Ausbruchsgeschehen. Wir haben daraufhin verschiedene Empfehlungen formuliert, also intensivierte Testungen von Mundspüllösungen auf Burkholderien sollten stattfinden, Optimierung der Meldeprozesse zwischen Klinik und den zuständigen Behörden sind wünschenswert, Informationen zurückrufen, bei Kontamination von Infektionserregern eben auch direkt an die Krankenhaushygiene ist relevant, weil hier ging zum Teil der Rückruf unter und Maßnahmen eben zu treffen zur Verkürzung der Zeit zwischen dem Rückruf von Medizinprodukten und der Beendigung von deren Einsatz, denn das war hier ja auch offensichtlich nicht gut gelungen. Offene Fragen blieben aber, gab es Fälle außerhalb von Deutschland und außerhalb der EU. Das ist was wir dadurch, dass da der Informationsweg dann abbricht, außerhalb der EU jedenfalls, und das meines Wissens bisher auch immer noch nicht richtig gelöst ist, dieses Problem, kriegen wir dann, wenn über Großhändler der Vertrieb ins außereuropäische Ausland erfolgt, nur schwer Rückmeldungen, ob es da zu weiteren Fallhäufungen kommt und zu weiteren Zwischenfällen. Und die für uns brennende Frage aber, was können wir tun? Wie können wir vergleichbare Ausbrüche früher erkennen? Damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben dann die Tools, die uns zur Verfügung stehen, genutzt, haben uns angeguckt in der Antibiotika-Resistenzsurveillance, wenn Sie wahrscheinlich wissen, dass eben dieses System nicht nur antibiotikaresistente Erreger umfasst, sondern insgesamt 1200 also verschiedene Pathogene. Da haben wir nach Burkholderien geguckt und konnten sehen, dass wir auch frühzeitig, eigentlich ein bisschen früher, als wir informiert waren, ein Signal hätten detektieren können. Aber ein signifikantes Signal, wo man jetzt wirklich dann darauf reagieren würde, war tatsächlich um den Zeitraum herum, an dem das RKI auch mündlich die Information gekriegt hatte. Dann haben wir uns Wikipedia angeguckt und haben gesehen, da gab es tatsächlich in der 2. Woche im August, nämlich als es eben Rückrufinformationen gab, haben anscheinend viele Leute gegoogelt, in Wikipedia geguckt in Deutschland, da konnte man Signale erkennen, aber das hätte auch uns 2 Wochen Gewinn möglicherweise nur gebracht.
Eine andere Möglichkeit haben wir gesehen darin, wenn wir eine umfassende genomische Surveillance hätten, bei der wir tatsächlich in der Lage wären, alle vorhandenen Isolate genomisch zu sequenzieren, auch von Erregern, die so selten auftauchen wie Burkholderien, dann hätten wir das Ausbruchscluster auch früher erkennen können. Das wäre durchaus möglich gewesen, denn diese frühen Fälle aus dem März, die waren genauso, passten in das gleiche Cluster wie die kontaminierte Flasche des Herstellers und auch wie die ersten Fälle, die dann eben auftraten, die dann wieder auftraten in der zweiten Häufungsphase. Das ist, wenn man sich aber überlegt, alle Erreger sequenzieren und dann Vergleiche machen, Daten zusammenführen, auch das ist extrem aufwendig, aber vielleicht was wir in der Zukunft nochmal erleben werden. Was aber am direktesten möglich wäre, wäre eine Früherkennung durch Informationsweiterleitung. Und jetzt würde ich diesen Zeitstrahl mal rückwärts gehen. Vom 12.09., wo das RKI informiert war, da war es nämlich so, dass wir am 7.09. gab es schon einen Folgebericht der auch in verschiedenen Landesstellen ankam. Wir hatten sogar am 23.08. gab es Informationen im EPI-Kurier, also praktisch auf einer Landesebene, dem Äquivalent zum epidemiologischen Bulletin. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Dann Informationen gab es auch schon im öffentlichen Gesundheitsdienst am 22.08., dann am 9.08. der freiwillige Rückruf der Firma. Auch diese Informationen kommen nicht zwangsläufig ans RKI, selbst wenn es eben sich um Kontaminationen handelt. Und da sind wir auch noch nicht wirklich viel weitergekommen an der Stelle, aber immerhin die Krankenhaushygiene wird jetzt direkt informiert. Dann, das war 25.07., war die Auslieferung der Charge. Hätte man das verhindern können? Eventuell hätte man halt von den 4 bestätigten Fällen schon in einer Klinik gewusst, die im März aufgetreten waren. Die waren leider auch nicht bei uns angekommen. Insofern haben wir großes Potenzial und große Schätze zu heben, wenn wir halt die Kommunikation untereinander stärken und offen miteinander darüber reden. Und das würde viel schneller und viel effektiver sein als eben Maßnahmen wie die Ganzgenomsequenzierung aller Erreger, was schwer umsetzbar ist. Eine Schwierigkeit, die aber in diesem Ausbruch auch da war, dass es verschiedene Hindernisse gab, das Ganze zu erkennen und schnell aufzulösen. Also hier dargestellt, es gab ein Medizinprodukt und ein Kosmetikprodukt, beide waren sich ziemlich ähnlich oder zum Verwechseln, nur gekennzeichnet durch dieses MD. Das heißt, es ist schwer erstmal zu wissen, womit haben wir es zu tun und welches Produkt ist eigentlich kontaminiert. Mit was für einem Betroffenenkreis haben wir zu rechnen. Das einzugrenzen, das dauerte schon eine ganze Zeit. Und das liegt auch daran, dass die behördliche Zuständigkeit sich eben dann, je nachdem, worum es sich handelt, unterscheidet. Entweder für Kosmetikprodukte wäre dann das BVL zuständig, für Biozide, das war zwischendurch die Frage, die Bauer, und für Medizinprodukte eben das BfArM, sodass wir sehr viel Gesprächsbedarf hatten am Anfang des Ausbruchs, um herauszufinden, wer eigentlich wie zuständig ist und wie handeln müsste. Eine weitere Herausforderung war, dass so sah dieser Rückruf aus. Also wenn man sich vorstellt, man ist im Einkauf der Klinik und bekommt ein Fax und da drauf steht MPC International, dann kommt man vielleicht auch nicht gleich darauf, dass Patientinnen in der Klinik gefährdet sind. Und hier stand dann, es geht um Octinidol-Mundspüllösung. Es zeigte sich, dass es nicht alle Einkäufe als tatsächliches, also dass es nicht weitergeleitet wurde, dass darauf nicht reagiert wurde und dass dieser Rückruf, dass vielleicht ein Rückruf anders gestaltet sein könnte. MPC International, fragt man sich, was ist das eigentlich? MPC International bietet an, das ist eine Firma, die anbietet eben den einfachen Zugang in den europäischen Markt für
Das war für uns auch erstmal schwierig herauszufinden und es war nicht ganz leicht, weil dadurch die Zuständigkeit für das Medizinprodukt in Luxemburg lag. Da ist nämlich der Sitz des Legalherstellers, also dieser Firma MPC, die sich aber irgendwie eigentlich um die CE-Kennung anscheinend gekümmert hat. Die Fertigung und der Vertrieb war in Schleswig-Holstein, Sitz des Lohnherstellers, und die Zuständigkeit für Kosmetikprodukte war eben beim BVL und in Schleswig-Holstein. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Herausforderung in so einem Ausbruchsgeschehen, wo tatsächlich man sieht, wir können Infektionen verhindern, wenn wir schnell genug agieren, und dann haben wir es mit so vielen verschiedenen Zuständigkeiten und Partnern zu tun. Da gibt es vielleicht einiges Potenzial zur Verbesserung. Wir haben das alles zusammengeschrieben in einem Artikel, wo Sie das auch noch mal genauer sonst nachverfolgen können, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe. Und was ich eigentlich insgesamt zeigen wollte, es geht darum, dass wir wie so ein großes Puzzlestück haben bei den Ausbrüchen, die gut ineinander fassen müssen, wo wir versuchen müssen, gemeinsam eben zu arbeiten, daran, das so rund zu kriegen wie in dieser Ausbruchssituation, wo wir tatsächlich eben das in einem durch zeigen konnten, von der Kontamination in der Produktion bis hin zur Erkrankung von PatientInnen, haben wir hier diese Infektionskette lückenlos geschlossen. Aber das geht nur, wenn man zusammenarbeitet. Hier hat uns auch der Hersteller sehr unterstützt, ja, das muss man sagen, ohne dass die so bereitwillig gewesen wären und mit viele Telefonkonferenzen mitgemacht hätten und Isolate selber eingeschickt hätten, wären wir nicht so weit gekommen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir natürlich in einer schwierigen Situation sind, sollten wir mal es mit einem Ausbruch zu tun zu haben von einem Medizinprodukt oder einem Kosmetikprodukt von einem Hersteller, der nicht mit uns darüber sprechen möchte, dann kann ich Ihnen das so lückenlos nicht präsentieren. Ja? Und insofern, also mein Appell wäre, wenn man möchte, dass das Puzzle so ineinander greift, dann braucht man entweder Leute, die sehr gerne reden, und das habe ich in dem Moment getan, aber ja, es ist davon, wir haben 2 volle Stellen für diesen Bereich der Ausbrüche, manche sagen auch nur eine volle Stelle. Wir involvieren dafür viele Leute aus der Abteilung, kriegen Unterstützung von den NRZs, dem Konsiliarlabor und so weiter, aber das ist nur mit Engagement von Leuten im Augenblick möglich und es ist kein Selbstläufer. Also hier ja, mein Appell zur Unterstützung, und wir können damit tatsächlich Ausbrüche, die auch ein endemisches Potenzial haben, eben frühzeitig stoppen und eben unterbinden, wie wir an anderen Fällen gezeigt haben. Darum der Dank an die vielen Beteiligten, wahrscheinlich habe ich Personen vergessen, die hier unterstützt haben, und den Dank an Sie für die Aufmerksamkeit.